Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute Semi-Pro Tour, drittes Rennen auf dem Bacardi-Ring, wie unser DTM-Rennen, was ich schon hochgeladen habe. Nur diesmal eben mit den GT-Autos, Teil der Semi-Pro Tour von der SSM. Und heute habe ich wieder meinen Vater dabei. Frank, hallo. Hallo. Ja, du gehörst ja schon jetzt fest zum Inventar dazu eigentlich. Ja, ich nehme da auch bald Geld für. Ja. Strecke wieder der Bacardi-Ring, so wie im DTM-Rennen auch. Hier haben wir noch ein paar Streckenfakten. Auch hier waren die letzten Sieger Andreas und Mika. Da es ja eben deren Heimstrecke ist, haben sie da auch immer einen Vorteil, logischerweise. Ja, die 12 Fahrer, die hier gelb einmarkiert sind, sind heute da. Sascha und Carsten also nicht da. Also ich bin heute nicht mitgefahren. Ich war nämlich leider krank. Und hier haben wir die Startaufstellung der ersten Gruppe. Stefan hat sich die Pole Position geholt vor Andreas. Sönke auf 3, Mika war auf 4, Nick auf 5 und Marc auf 6. Und ja, Mika und Nick diesmal hinter ihren Vätern, nicht so wie im DTM-Rennen. Genau, und schauen wir mal auf den Start. Ja, da wollen wir mal gucken. Sehr guter Start von Mika, der hat hier direkt sich eine Position holen können. Ist jetzt vor Sönke. Ansonsten bleibt es relativ eng. Oh, Alter, das war aber gerade sehr knapp. Ja, da hat er sich ein bisschen quer gestellt, ja. Und da haben wir den ersten Abflug. Schauen wir mal auf die Wiederholung. Oh ja, Nick ist ein bisschen schnell reingefahren. Ja. Und hat da Mika abgeräumt. Dementsprechend wird Mika unten wieder hingestellt, wo er vorher auch war. Und Nick bekommt da auch die Strafe. Und sitzt diese auch direkt ab. Ja, das Feld bleibt auf jeden Fall eng zusammen. Mika kann sich da immer noch ganz knapp vor Sönke behaupten. Und auch Marc ist noch hinten dran. Ja, die ersten beiden setzen sich ein bisschen ab und dann danach ein schönes Dreierfeld, ne? Ja, die beiden jetzt wieder im Duell nebeneinander. Und da kommt es zur Berührung, Fragezeichen. Schauen wir mal. Oh ja, ja, hat ihn berührt. Das kostet Sönke natürlich. Er kriegt jetzt hier die Strafe. Mika wird wieder daneben eingesetzt. Marc hat jetzt davon profitiert. Er ist nämlich jetzt neuer Dritter. Konnte jetzt dadurch halt eben an beide vorbeigehen. Marc ist auch ganz schön am Limit. Mika war Mika auch sehr doll am Limit. Geht da die ganze Zeit quer. Aber Sönke ja noch fährt jetzt rein, um seine Strafe abzusitzen. Die beiden ersten, Stefan und Andreas, fahren jetzt auf Nick auf. Das heißt, da steht gleich die erste Überrundung an. Die beiden haben sich schon einen guten Abstand rausfahren können. Ja, was mich mal interessiert, ich habe es gar nicht mehr in Erinnerung, ob Sönke sich hier wieder eine eigene Tankstrategie anfährt. Wie in den letzten Rennen schon zu sehen. Ja, da hatten wir ja noch die Aufklärung in den Kommentaren gehabt, dass Sönke da dachte, dass wenn man weniger Tankinhalt hat, schneller ist. Stimmt, genau, das war das. Ja, aber jetzt weiß er es ja besser. Wahrscheinlich wurde es nämlich ihm hier jetzt schon gesagt. Jetzt hatten wir hier in Kurve 1 einen Zwischenfall. Das müsste Nick gewesen sein. Ja. Ist dann von selbst rausgeflogen. Das heißt, da hat sich dann die Überrundung auch als problemlos erwiesen. Mika ist zwischenzeitlich übrigens vorbeigegangen an Marc. Das heißt, konnte sich da wieder konnte sich den Platz zurückholen. Und Nick muss jetzt gleich mal reinfahren, zur Strafe. Das war eben schon drin, ich glaube, er ist zu schnell reingefahren. Ah, okay. Ja, die ersten Tankstops sind nämlich auch an. Stefan hat nur noch 4%, der muss jetzt auf jeden Fall reinkommen. Nicht, dass er ist sogar leer, 0%. Das heißt, das kostet ihn eine Runde wahrscheinlich. Müssen wir gleich mal schauen, wenn alle einmal drin waren. Und dadurch wird er die Führung wohl verlieren. Und Nick ist im Hintergrund wieder abgeflogen, da. Ja, wieder ein bisschen zu schnell reingefahren. Und das ist natürlich jetzt direkt am Anfang beim ersten Stop ist Stefan da sehr großes Risiko gegangen und dann verliert er da jetzt wahrscheinlich eine Runde, weil wenn man mit einem leeren Tank reinfährt, zählt er ja die Runde nicht. Weil wenn du im echten Leben leer bist, kannst du ja eigentlich auch nicht mehr fahren. Marc ist jetzt letztes wieder rein, der reizt es ja auch immer sehr aus, seinen Tank leer zu fahren. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ob er auch leer war. Aber wenn wir oben jetzt auf die Leiste gucken, Stefan ist auf den 5. Platz zurückgefallen. Ja, den haben sie die Runde abgezogen. Das ist natürlich schon heftig. Und da haben wir Kurve 1. Das müsste sogar Marc. Stefan sein, oder? Marc? Auf jeden Fall ein rotes Auto. Ne, es war Stefan. Kriegt hier jetzt auch eine Strafe. Das heißt, der absolute Super-GAU jetzt. Und das wird ihn noch weiter nach hinten werfen. Bleibt wahrscheinlich vor Nick. Jetzt haben wir die nächste. Jetzt ist Marc raus. Diesmal war es mal. Ja. Aber war da eine Berührung. Ist halt die Frage, können wir jetzt schlecht sehen. Leider nicht so eine gute Qualität. Scheinbar gab es aber eine Berührung, weil Marc wird wieder neben Sönke eingesetzt. Und Sönke hat auch die Strafe bekommen. Das
Das heißt, da wird wahrscheinlich Stefan gleich wieder dran sein. An Sönke. Und da haben wir den nächsten Fehler in der letzten Kurve. Oh, ein bisschen zu schnell reingefahren. Oh ja, Marc. Das heißt, wenn es für Stefan gleich gut läuft, müsste er an beide vorbeikommen, wenn die ihre Strafe abgesessen haben. Sönke ist gerade drin. Marc fährt auch gleich rein. Sönke fährt aber wieder vor Stefan raus. Aber Stefan hat Marc überholt. Das heißt, wir haben jetzt auch die Situation, dass Andreas und Mika das Feld anführen, also die beiden mit Heimvorteil. Ja, mal gucken, ob der Sohnemann seinen Vater noch ein bisschen Unter Druck setzen kann. Ja, ich habe das Ergebnis, das Ende gar nicht mehr im Kopf. Die Frage ist natürlich auch, kann Stefan das wieder aufholen? Mein Sönke bleibt auch erstmal vor Stefan. Da bleibt der Abstand. Wobei ich glaube, Stefan holt ein bisschen auf. Mal auf die Zwischenzeiten achten. Ja, ein ganz bisschen. Das heißt, der dritte Platz, der muss auf jeden Fall für Stefan noch drin sein können. Also den würde er wohl noch kriegen können. Aber aktuell noch Sönke davor. Jetzt sind die beiden sehr dicht zusammen. Und da haben wir aber die nächste Unterbrechung. Wieder Kurve 1. Und ja, das müsste Ich würde auf Marc sein, tippen, ja. genau. Hat da ein bisschen die anderen beiden aufgehalten. Die Autos blinken auch wieder alles, geht gleich wieder mit den Tankstops weiter. Ja, diesmal sollte Stefan den Fehler nicht wiederholen. Und Stefan ist auch vorbeigegangen an Sönke. Das hatten wir eben jetzt nicht drauf geachtet, beim Restart wahrscheinlich. Das heißt, jetzt ist Stefan schon mal wieder neuer Dritter. Die ersten beiden kommen auch rein jetzt. Andreas und Mika. Stefan und Sönke fahren auch direkt rein. Marc hat noch 20%, das heißt, er kann wieder ein paar Runden mehr fahren. Jetzt fällt er fast raus und unten. Das Der war sehr knapp. Stromüberschuss. Alle standen in der Box. Genau, ein bisschen mehr Strom zur Verfügung gehabt. Und dann schauen wir gleich mal auf die Abstände, wenn alle drin waren. Marc und Nick fehlen jetzt noch. Nick ist eigentlich auch noch wieder, wenn wir jetzt oben gucken zumindest, relativ dicht dran. Allerdings muss er natürlich auch noch voll tanken. Aktuell ist er nur eine Sekunde hinter Sönke. Aber jetzt sind beide drin, also von daher denke ich mal, wird der Abstand wieder größer. Werden beide wieder ein bisschen zurückfallen. Schauen wir jetzt mal. Marc und Nick sind auf der hinteren Position. Und haben da auch schon jeweils eine Runde Rückstand, wenn ich das richtig sehe. Also vor den jeweiligen Vordermann. Wenn wir noch mal kurz schauen, also Mika müsste direkt hinter Andreas sein. Zumindest auf der Strecke gerade. Da unten hatten wir jetzt einen Zwischenfall. Da ist Nick quergegangen. Ja. Er war aber noch drin. Und da sieht man auch auch schlechtes Bild, dass Nick wirklich direkt in der Andreas ist. Also wirklich direkt Mika, dahinter. meinst Mika, Entschuldigung, Ja, ja. genau. Ja. Da sieht man es auch jetzt. Also die Genau. sind wirklich Aber nicht beieinander. laut Rennbildschirm hat Andreas wohl eine Runde Vorsprung. Das heißt quasi, dass Mika eine Runde zurück ist. Aber dafür ist Stefan jetzt direkt hinter Mika und da geht es um eine Position. Also da ist gerade 0,4 der Abstand und Stefan jagt jetzt Mika. Ist die Frage, ob er irgendwo, da versucht er jetzt einen Angriff zu starten. Aber es reicht noch nicht ganz. Und da vorne kommt natürlich jetzt auch Marc. Andreas hält sich da erstmal raus, tankt erstmal wieder. Aber Stefan und Mika sind immer noch im Fight. Mika jetzt mit dem Wechsel, damit er da die Tür zumachen kann. Und Stefan ist jetzt auf der Spur, auf der Marc auch ist. Das heißt, da wird er wahrscheinlich jetzt erstmal nicht vorbeikommen. Die beiden sind jetzt nebeneinander, aber schönes Duell. Ich glaube, Mika kommt rein. Und ja. ja, beide kommen rein. 8%, 7%. Also Stefan will den Fehler nicht nochmal machen. Jetzt die Frage, schade, ich wollte jetzt gucken, wer von beiden zuerst losfährt. Das werden wir gleich immer noch sehen. Da fliegt Marc wieder raus. Marc fliegt raus, genau. Jetzt mal drauf achten. Beide sind voll und Mika ist auf der... Das heißt, eigentlich dürfte Stefan jetzt zuerst rausfahren. Dadurch verliert Mika die Position. Also Stefan neuer Zweiter. Und Andreas hat eine Runde Vorsprung. Das heißt, relativ entspannte Führung aktuell. Ja, und Stefan setzt sich auch ab von Mika. Also er ist auch schneller. Auch Sönke ist nicht so weit weg, ne? Also laut Rennbildschirm 1,9 Sekunden hinter Mika. Das heißt, wenn einer von beiden einen Fehler macht, ist Sönke auf jeden Fall zur Stelle. Könnte da dann profitieren. Andreas tankt das letzte Mal voll, denke ich. Ja, 16 Runden vor Schluss. Oh, und da sind beide gleichzeitig losgefahren. Nick war nämlich auch parallel tanken. Ja, und natürlich hätte Nick da warten müssen. Weil er eben
Weil er weiter, genau, weil er weiter außen ist. Hat auch die Strafe Hat er gekriegt. auch die Strafe gekriegt, genau. Mika fährt jetzt auch rein. Mal gucken, ob Stefan gleich auch reinfährt. Ne, Stefan bleibt noch draußen. Und Marc ist jetzt noch die Frage, Marc muss auch nochmal tanken, würde ich schätzen. Hat aktuell 1,5 Sekunden Vorsprung auf Nick. Das heißt, das könnte da auch nochmal eng werden. Ja, aber ist auch schneller wieder rausgekommen. Aktuell ist Sönke auch von Mika. Aber Sönke hat auch noch nicht getankt. Der muss nämlich gleich nochmal reinfahren. Und auch Stefan muss nochmal reinfahren. Da müssen wir mal schauen, ob sich da noch was verschiebt. Ob Mika da nochmal. Also, okay, an Sönke ist er da nämlich gerade schon fast vorbeigegangen, aber da gab es auch wohl eine Berührung. Ja, Ja, da hat. Sönke ihn eindeutig. Das war jetzt auch schon das zweite Mal, dass die beiden sich in einem Duell berührt haben. Sönke hat jetzt aber noch keine Strafe gekriegt. Also vielleicht doch keine Berührung. War halt auch nicht einfach zu erkennen, auch nicht in der Wiederholung. Sönke hat nicht voll getankt, naja, 8 Runden noch, dann reicht es wohl. Aber er ist trotzdem zurückgefallen hinter Mika. Und der war ja 15 Runden vor Schluss drin, der sollte eigentlich durchfahren können. Hatten wir im DTM-Rennen schon angesprochen, dass man so 14, 15 Runden fahren kann. Mit einer Tankfüllung. Oh, da kommt es zur nächsten Kollision. Und ja, Nick schiebt da wahrscheinlich Marc raus, also ist zu dicht aufgefahren. Hat die Rennleitung zumindest auch so gesehen. Nick hat eine Strafe bekommen. Da ging es auch um Position, laut Rennbildschirm. Stefan ist jetzt auch nochmal zum Tanken drin. Aber bleibt erstmal vor Mika. Marc war jetzt auch nochmal kurz tanken. Ja, das sollte auch so bleiben, wenn Stefan keinen Fehler mehr macht. Ist er wenigstens Zweiter. Er hat eine Sekunde Vorsprung auf Mika. Und wir sehen ja auch, dass Stefan eine Runde Rückstand auf Andreas hat. Ich glaube, da wurden wir in ein gutes Duell gebracht durch den Fehler von Stefan. Also die beiden, die hätten sich da bestimmt schön bekämpft an der Spitze. Das glaube ich auch. Ja. Und jetzt das Rennen vorbei. Andreas gewinnt vor Stefan. Glückwunsch. Mika wird Dritter. Sönke Vierter. Marc wird Fünfter. Kann sich da also noch gegen Nick durchsetzen. Ja, das erste Mal, dass nicht beide oben stehen, hat sich mal einer dazwischen gedrängelt. Genau. Und Stefan konnte sich auch die schnellste Rennrunde sichern. Hier haben wir jetzt die Startaufstellung von der zweiten Gruppe. Sven hatte sich da die Pole Position in Anführungsstrichen geholt. Du startest auf 8, Tobi auf 9, Guido startet 10., Rainer startet 11. und Felix 12. Und ich glaube, wenn ich das richtig weiß, ist Sven sogar mit einer 46,14 da gefahren, weil er keine andere Übersetzung hatte. Und das auf der kleinen Strecke. Oh, ja. Und Dafür hat er sich richtig, richtig gut gehalten. Also beim Start bist du jetzt aber erstmal direkt vorbeigegangen. Das heißt, du bist neuer Führender. Und da haben wir die ersten 2 Abflüge. Unten ist Felix abgeflogen. Und ich hatte eben gesehen, in Kurve 1 ist auch Tobi abgeflogen. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht wegen Chaos war. Er hat zumindest keine Strafe gekriegt. Und ja, neuer Zweiter ist jetzt auch Guido. Also Sven hat jetzt schon direkt 2 Positionen am Start verloren. ja, wie gesagt, er fährt auf dieser Strecke mit 46,14. Bin ich mir eigentlich ganz sicher, dass er das gesagt hat. Und er sagte immer, er gibt nur immer kurz Gas und den Rest rollt er, weil das Auto so beschleunigt. Also, ja. Vielleicht nicht die beste Setup-Wahl auf jeden Fall. Nein. Aber aktuell schlägt es sich ja ganz gut. Wenn der Abstand ist, bleibt jetzt unter den ersten 3 ungefähr gleich. Dahinter Rainer und Tobi, die haben jetzt schon ein bisschen verloren auf Sven. Ungefähr eine Sekunde Abstand. Und du hast ja jetzt die erste Überrundung. Musst ja jetzt Felix überrunden. Aber das gleiche wird gleich auch Guido und Sven ereilen. Die sind nämlich jetzt auch beide aufgefahren. Guido ist der Erste, der hier außen vorbeigehen will. Ja, traut sich noch nicht ganz. Geht jetzt hier aber innen vorbei. Ja. Und dadurch konnten jetzt Rainer und Tobi beide aber ganz schön aufholen. Rainer ist direkt hinter Sven. Ja, das Überrunden ist manchmal gar nicht so einfach. Also, Man will natürlich auch hier nicht einen Unfall dabei verursachen. Sven ist jetzt auf jeden Fall vorbeigegangen. Und Rainer ist da auf der falschen Spur. Wahrscheinlich wird er da an Tobi gleich die Position verlieren. oh, da ist er sogar rausgeflogen. Da hatten wir einen Ziehharmonika-Effekt. Das würde ich sagen. Ja, sehr dicht aufgefahren ist Rainer da. Und dadurch fliegt er dann am Ende raus. Haben sie wohl für Rennunfall entschieden. Ja, finde ich auch fair. Also ich hätte jetzt, glaube ich, auch keine Strafe ausgesprochen.
eine sehr enge Situation. Und Tobi ist jetzt direkt hinter Sven. Da hat er ihn noch gleich gerade kurz angeschoben. Die beiden sind jetzt auch fast nebeneinander. Tobi jetzt innen, aber kann sich noch nicht durchsetzen. So, Doch, jetzt ist er vorbei. Ja. Und reiner Abflug mit Felix. Genau, Kurve 1. Haben wir nochmal die Wiederholung. Ja, da geht Felix raus. War auch noch drin im Slot. Ja, das stimmt. Und Rainer kann natürlich nichts dafür. Wird da auch vor Felix gestellt. Felix hat auch keine Strafe gekriegt. Also die Rennleitung hat es auch so gesehen. Ja, was ich gerade sehe, ist, warum Guido tanken muss. Und mein Tank ist noch... Ah ne, ich hatte getankt. Du bist gerade drin Ja. gewesen, genau. Guido ist jetzt auch drin. Zum Tanken. Und die nächsten müssen dann auch gleich rein. Also Tobi, Rainer, Sven sind auch schon fast leer. Tobi ist der Nächste, der reinfährt. Rainer müsste jetzt auch gleich mal reinkommen. Gucken, ob Sven jetzt reinfährt. Ja, Sven fährt rein. Ich denke, oh, Rainer nochmal vorbei. Ja, der muss aber jetzt reinkommen. Weil sonst macht er nämlich das, was Stefan eben gemacht hat. Ja, Rainer fährt langsam rüber. Da Oh, kommt 1% hatte er noch. Das war Ja. aber perfektes Timing. Ja, und du bist weiterhin in Führung vor Guido. Da hat sich nichts verändert. Scheint 5 Sekunden Vorsprung zu haben, wenn die Anzahl da oben richtig ist. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorsprung, mit dem man gut leben kann, würde ich sagen. In Führung liegend. Ja, da fliegt Felix wieder raus. Spurwechsel nach außen. Ja, hatte da, glaube ich, Sven vorbeigelassen und dann beim Spurwechsel ein bisschen sich verschätzt. Und ist da dementsprechend rausgeflogen. Und da unten sehen wir jetzt ja auch Guido. Und du bist ja ziemlich dicht dahinter, also hast fast eine Runde Vorsprung. Tobi, Sven und Rainer sind auch noch mit Guido in derselben Runde. Oh, Oh, da wieder. Felix wieder quer. Ist nicht raus, Rainer hat aber dann natürlich hinten raufgefahren. Aber Rainer war auch nicht draußen. Also meine ich eben doch. Doch, Rainer ist draußen. Rainer ist raus, genau, aber er kann da nichts für. Felix hat er noch eine Strafe, also wissen wir jetzt nicht, ob er noch eine gekriegt hat, aber eigentlich war er ja noch drin und dann sagen wir, dass man dann keine bekommt. Dadurch hat Rainer aber sehr viel Zeit verloren jetzt und da haben wir nochmal so eine Situation. Ich glaube auch gleich wird Felix sein Auto rausnehmen. Dem ist nämlich das Motorritzel losgegangen von der Ja, man hat es eben Motorwelle. gesehen, er war nämlich noch drin und kam nicht weg. Ja, genau. Und dann haben wir es irgendwann ausprobiert und dann hat er das Auto irgendwann auseinandergebaut und stellte fest, dass sich das Motorritzel Da gelöst hat. fährt er jetzt nämlich auch nicht raus. Entweder hat er da jetzt einfach so lange gewartet. Jetzt schleicht er da um den Kurs und fliegt hier raus. Ja, Und ich glaube, das ist auch die Situation, wo er sein Auto gleich rausstellt. Und lustigerweise wieder Guido und du, ihr beide fahrt da dann wieder rein. Ja, genau. Und da liegt das Auto auf der Seite. Da das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir ein DNF haben, also dass jemand ein Rennen nicht beenden kann, technisch. Passiert nicht oft. Aber dadurch jetzt nur noch 5 verbleibend in dem Rennen. Schauen wir einmal auf die Position. Also du hast jetzt mittlerweile eine Runde Vorsprung, hast Guido eben bei diesen ganzen Zwischenfällen überrunden können. Tobi ist 2 Sekunden hinter Guido. Dahinter 2 Sekunden ist Sven und Rainer ist dahinter 4 Sekunden. Das heißt, Rainer, der hat aktuell schon 2 Runden Rückstand auf dich. Du bist jetzt auch zum zweiten Tankstop reingefahren. Das heißt eigentlich, wenn du jetzt keinen großen Fehler machst, könnte man das jetzt nach Hause fahren, würde ich sagen. In eine Runde Vorsprung ist ja schon relativ komfortabel. Da kann man auch die Pace kontrollieren. 37 Runden waren es aber trotzdem noch. Also Ja, natürlich kann immer was passieren. Haben wir ja eben nur bei Stefan gesehen, wenn du da einmal zu spät reinfährst zum Tanken, dann hast du gleich eine Runde verloren. ja, und ich gucke nicht so viel auf den Rennbildschirm. Mir war bis dahin noch gar nicht bewusst, dass ich eine Runde Vorsprung hatte. Von daher, Ja, das ist dann immer nicht so einfach zu sehen. Das ist natürlich jetzt einfacher, wenn man Ja. die ganzen Daten und Fakten vor sich hat. Aber scheinbar ist Tobi an Guido vorbeigegangen durch die Boxenstops, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Irgendwie hier Rainer viel Rainer ein zu bisschen schnell. zu schnell gefahren. Fliegt da raus. Das heißt, da wird er auch eine Strafe bekommen. War sogar gerade vor Sven. Also hatte da auch eine Position gewonnen. Die wird er jetzt wahrscheinlich wieder verlieren. ja, Sven ist glaube ich gleich vorbeigegangen, schon als Rainer an der Box gefahren ist. Genau, so sieht's aus. Ja, Tobi ist neuer Zweiter. Also hat er sich bei den Boxenstops hat er wohl was richtig gemacht, weil er an Guido vorbeigegangen ist. Hier haben wir jetzt den ersten Fehler von Sven in Kurve 1. Und dadurch wird er wahrscheinlich gleich wieder in die Nähe von Rainer zurückfallen. Oh, ich glaube, da wollte Sven mir Platz machen. Irgendwas liegt mir gerade da in Erinnerung, als er da in der Kurve rausgeflogen ist.
Hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert. Nein. Rainer muss jetzt nochmal voll tanken. Okay, also er war einfach noch nicht leer. Ist jetzt erst das zweite Mal drin. Aber Sven hat er die Strafe eben nicht genommen. Ja, vielleicht Zu zu schnell. schnell wieder losgefahren. Ja, oder zu schnell rein. Also er war jetzt auch zweimal drin. Und da haben wir den nächsten Zwischenfall. Kurve 1 wahrscheinlich. Ja, das war Guido. Der kriegt da also auch eine Strafe. Und dadurch hat Tobi jetzt gleich erstmal etwas Luft. Du hast jetzt auch gerade nochmal Guido überrundet, wenn ich das richtig sehe. Also hast du jetzt schon 2 Runden Vorsprung fast. Zumindest auf Guido schon mal 2 Runden, auf Tobi noch nicht. Also Tobi war auch zum Schluss, wurde der immer schneller. Der hat ganz schöne Pace zum Schluss gehabt. Also das Auto lag da wirklich gut und er hatte Ja. sich auf den Ring eingeschossen. das ist jetzt auch kurz davor, Guido zu überrunden. Das heißt, auch er hätte dann schon eine Runde Vorsprung. Und er geht jetzt hier, ja, die beiden sind immer noch nebeneinander. Gea kann jetzt aber vorbeigehen. Also er hat jetzt auch eine Runde Vorsprung auf Guido auf Platz 3. Ich stehe da zum Tanken wieder drin. Noch 22 Bisschen Runden schief. vor Schluss. Er muss nur hoffen, dass kein anderer reinfährt. Ja. Tobi rief dann von weit, ich fahre jetzt gleich in die Box. Ja, dann wäre ich natürlich rausgefahren. Ich blockiere da keinen. Ja, oder du hättest halt dann eine Strafe gekriegt. Dann würde ich auch lieber rausfahren. Ja. Vor allem, weil du ja eh nochmal reinkommen musst. Das sind ja noch 20 Runden zu fahren und damit wirst du ja nicht ins Ziel kommen können. Nein. Daher. Aber aktuell sind die Positionen eigentlich relativ bezogen. Rainer ist relativ dicht hinter Sven, also da könnte noch was passieren. Guido und Tobi sind zusammen drin. Sven muss auf jeden Fall nochmal tanken. Rainer auch, der hat auch nur noch 27%. Aber die werden dann wahrscheinlich durchfahren können. Genau, wenn die das jetzt geschickt anstellen, müsste das eigentlich funktionieren. Wobei bei Sven könnte es jetzt mit 16 Runden auch ein bisschen zu weit gerollt. Ja, und das Auto ist aus. Also Irgendwer schiebt ihn da scheinbar an. Nee, oder auch nicht? Yes. Okay, warum man da jetzt so lange gewartet hat, verstehe ich nicht. Hätte man ihn auch auf jeden Fall direkt ein bisschen anschieben können. Rainer, sein Tank ist auch gleich leer, 6% noch. Ist aktuell sogar Dritter. Da kann er jetzt nicht Oh, da fährt er rüberwechseln, vorbei, ja. weil da war jemand im Weg. 1% noch, Tank leer. Das heißt, da wird Schade. er jetzt auch eine Runde verlieren. Ja. Und dadurch hat Sven dann den 4. Platz jetzt 11 Runden vor Schluss, auch relativ sicher, würde ich sagen, weil eine Runde aufholen ist etwas schwierig. Und Sven kann ja wahrscheinlich durchfahren. Oder zumindest wird es eng, aber nicht unmöglich. Während du gleich nochmal reinkommen musst, weil du hast nur noch 17%. Ja, da bin ich auch schon drin. Das ist auch mittlerweile schon 2 Runden Vorsprung. Genau, und da wusste ich dann auch, dass mein Vorsprung reicht. Da hatte ich dann irgendwann mal nach oben geguckt. Das sind 1,5 Runden jetzt, nachdem du tanken warst. Also das ist auf jeden Fall solide. Ich weiß auch noch, ich hatte mir die Zeit im Qualifying angeguckt, die waren auch bis Platz 8 oder 9 relativ eng zusammen. Also da hat nicht viel entschieden, ob du erste oder zweite Gruppe fährst. Ja, wir sind im Moment alle sehr, sehr dicht immer beieinander. Das ist sehr eng nach dem Qualifying. Also, ja. Mit einer 6,5 als schnellste Rennrunde bei dir, damit hätte man auch in der ersten Gruppe gut mitfahren können. Aber so ist das eben. Du musst halt auch im Qualifying dann mal noch den 1 Zehntel oder so finden. Ja, und da auf dem Bacardi-Ring musst du eben halt wirklich, wenn du zu viel riskierst, bist du raus und wer bei uns raus ist, ist raus. Genau, das Also, haben wir dieses Jahr nämlich neu eingeführt. von daher muss man immer ein bisschen gucken. So, jetzt noch eine Runde zu fahren, das heißt, du holst dir jetzt wohl da gleich den Sieg. Wobei, jetzt haben wir hier noch eine Unterbrechung. Sven ist nochmal raus. Sven fliegt raus, jo. Und wenn er jetzt nicht auf die Innenspur gestellt wird, kann er wahrscheinlich... Doch, wird wird er, okay, Ja. dann muss er die aber auch jetzt direkt absitzen. Macht er Tobi auch. ist auch nochmal rein. Der muss noch mal ein bisschen nachtanken, ja. Ja, du hast ja auf jeden Fall das Rennen schon mal gewonnen. Ja, und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass Tobi rein war, doch, ist Zweiter geworden. Genau, und Ich dachte, Sven Guido fährt wäre jetzt noch auch an rüber. vorbeigegangen. Genau, jetzt fehlt noch das Auto von Felix, deswegen. Also das Rennen ist auf jeden Fall schon vorbei. Ja, und wir schieben jetzt Felix gleich noch einmal Genau. rüber. Gratulation auf jeden Fall. Du hast dir da den Sieg in der zweiten Gruppe holen können. Tobi wird Zweiter und Guido wird Dritter. Sven also auf 10 vor Rainer und ja, Felix der Erste bei uns, der im Rennen nicht beenden konnte. Ja, sehr schade eigentlich. Ja, ist immer ärgerlich. Wird jetzt hier dann aber trotzdem auf 12 gewertet. Ja, schauen wir einmal auf den Meisterschaftsstand. Stefan und Andreas konnten beide an mich vorbeigehen. Stefan also jetzt neuer Führender. Zwischen Platz 4 und 7 hat sich tatsächlich nichts geändert und Mika mit seinem 3. Platz hat auch 5 Plätze gut gemacht. Ja, ich hoffe, das Rennen hat euch gefallen oder die Rennen besser gesagt.
lasst gerne ein Abo da, um die nächsten Rennen nicht zu verpassen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.